from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we are sensitized by hysteria. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. Expects you to listen to. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? I'm from the east side of America. I am the sick boy. I live on the west side of America. I am the sick boy. I'm from the east side of America. They say that I am the sick boy. I live on the west side of America. They call me the sick boy. I am the sick boy. I am the sick boy. They say that I am the sick boy. They call me the sick boy. I realized for something great I was created. Music's my life, and for a long time I have waited to break free and live the life that I can see. As my dreams come to life, just fighting to be me. Yeah, I believe in something greater than self. I believe there's more to live in life than trying to get wealth. More than life than simply working hard to only get by. More than death than what we think when every one of us dies. There's more around than we can see, not caught by the eye. See, I might have started walking, but I was born to fly. World, it might have clipped my wings, but that don't mean I don't try. My feet, they might be on the ground, but my head's in the sky. Got a dream in my heart and a gleam in my eye. Dropping beats from my birth till the day that I die. And though life is hard, I always keep my face to the sky. Looking up to heaven, knowing everything will be fine. I've made up my mind, my life is decided. Man, I write the words and in me music simply provided. I'd like to take the credit, but I know that I'm guided. Now every trap blows up like the trains that collided, you know. I wasn't simply created to live a life underrated, to trip and fall in a system, to live a life full of hatred, to blindly agree, pay all your dues. Man, you better be careful, cause there's a whole lot to lose. The world's an evil place, and man, it's easy to use it. That's why half the time I stay low and I keep on my music. But like everything else, I'm careful not to abuse it, so that I'm not caught in the hype, give up my love or was lose it. And now I realize for something great I was created. Music's my life, and for a long time I have waited to break free and live the life that I can see. As my dreams come to life, just fighting to be free. And it can be tough, but I'm always moving on. And with each step you'll find me moving with my song, yeah. I
So Leute, herzlich willkommen in 2021. Hier noch meine symbolische Rakete für 2020. Sieht man's? Ja. Da kann man mal klatschen, da kann man mal klatschen bei so einem Video. Servus Leute, wer jetzt kein Gelaber hören will, schaltet einfach ab. Wen es interessiert, was hinter diesem Video steckt und wer, der bleibt jetzt dran. Zunächst einmal bitte nicht erschrecken wegen dem Rollstuhl. Das Ganze ist nur vorübergehend, ich habe mich verletzt, dazu komme ich aber gleich. Ja, wie beginne ich das Ganze? War eigentlich nicht so geplant, das jetzt so in diesem Rahmen hier machen zu müssen, aber ich habe es letztendlich doch als nötig gesehen, da es auf dieser Welt scheinbar ziemlich viele Leute gibt, die bis heute denken, ich bin ein schlechter Mensch, ich will den Menschen was Schlechtes, ich will eigenen Erfolg rausziehen und denke nur an mich und bin rücksichtslos und verkehrsgefährdender Rowdy und was weiß ich was noch alles. Und deshalb setze ich mich hier vor die Kamera und möchte euch einfach mal ein bisschen was erzählen. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals mit 14 das Ganze angefangen habe. Ich habe schon immer eine Leidenschaft für Kameras gehabt, weil mein Vater mir auch diverse Kameras immer geschenkt hat zu Weihnachten. Und genauso habe ich von meinem Vater auch das Interesse für Motorräder bekommen. Ich durfte, durch meine Eltern finanziert, durfte ich mit 15 Mofa fahren. Natürlich immer legal, wirklich. Ich bin nie schneller wie 32 gewesen. Dann mit 16 125er, einfach aus dem Grund, dass ich nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren muss, weil wir da ein bisschen weggezogen sind aus der Stadt und ich noch in die Schule kommen musste, weil mein Vater damals auch ein Moped hatte und weil sie mir einfach eine Freude machen wollten. Haben sie mir das bezahlt und ich habe, gut, ob man es jetzt Gegenleistung nennt, aber ich habe halt mich um meine Bildung gekümmert, habe mein Abi gemacht. Und sogar meine Ausbildung nach der Schule wurde bezahlt. An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an meine Eltern. Meine Ausbildung als Mediengestalter, weil ich wusste, das ist das, was ich im Leben machen will. Das ist das, was ich schon davor gemacht habe, bevor ich überhaupt eine Ausbildung gemacht habe. Das habe ich schon in der Schule gemacht. Und das ist meine Leidenschaft. Zu Dank meinen guten Augen, meinen guten Sinn, meinem guten Gehör, dass ich weiß, was gute Musik ist, dass ich ein gutes musikalisches Gehör habe. Und genauso mit den Augen einfach ein Auge für Ästhetik habe. Das hatte ich natürlich nicht immer so. Damals meine Videos, wurden nicht geklickt, die waren echt schlecht. Und ich bin jemand, ich brauche sehr, sehr, sehr lange, um was zu lernen. Dementsprechend waren meine Videos auch richtig lange schlecht. Und meine Fahrskills auch. Ich habe zum Beispiel jahrelang gebraucht, um einen Wheelie zu können. Andere lernen das in ein paar Wochen. Ja, mit der Zeit wurde das Ganze immer größer, es haben sich immer mehr Leute mir angeschlossen sozusagen, denselben Lifestyle, die dieselbe Passion haben, dieselbe Leidenschaft. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich für mich selbst wusste, ich werde mein ganzes Leben dafür opfern, für diese Sache. Egal was sein wird, ich gebe es soll sich jetzt nicht falsch anhören, aber ich habe so viel geopfert von meinem Leben, für diese Sache. Ich lebe in der Öffentlichkeit, ich teile alles mit meiner Community. Ich durchlebe gute Zeiten, in der letzten Zeit viele schlechte Zeiten, jetzt zum Glück wieder gute. Und meine Community war immer dabei. Die haben mich begleitet durch meine Scheißzeiten. Die haben alles mitbekommen. Die haben mitbekommen, wenn ich schlecht gelaunt war. Und vielleicht manchmal auch nicht so freundlich. Und sie waren immer an meiner Seite. Danke auch an meine Community an dieser Stelle. Ja, ich zitter jetzt gerade und meine Brille ist beschlagen, aber jetzt muss ich durchziehen. Ja, und dann wurde es immer größer, immer größer, immer größer. Mit den Jahren war dann immer mehr der Druck von außen, wir wollen krassere Videos, wir wollen das, wir wollen das. Und weil ich ein Mensch bin, der es immer versucht, jedem recht zu machen und ein Gewissen hat und auch sein Wort hält, egal für was, habe ich halt versucht, das Ganze immer weiter auf die Spitze zu treiben. Nur bin ich, ja, und das mit meinem Knie, das war jetzt sozusagen der Höhepunkt, dass ich gesagt habe,
es muss sich was ändern. Es muss sich was ändern an meiner Fahrweise. Ich muss mir etwas mehr von meinem Leben zurückholen, dass ich nichts an der Psyche bekomme, die wahrscheinlich schon sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde die letzten Jahre. Dass ich jetzt erst an einem Punkt bin, wo ich mal wirklich sage, so jetzt ist mal vorbei, jetzt gibt es ein Reset im Kopf, jetzt geht es wieder voran. Wisst ihr Leute, ich bin auch nur ein Mensch und ich richte dieses Video, ich habe jetzt gerade nicht so wirklich ein Konzept, ich richte dieses Video an die Leute, die wirklich denken, ich bin ein schlechter Mensch und die denken, ich stifte die Leute an dazu, schlecht zu fahren. Ich weiß, dass ich nicht das beste Vorbild bin, aber die Erkenntnis ist da, dass ich was ändern muss und ich kann nicht eine 180-Grad-Drehung von jetzt auf nachher machen. Ich packe hier dieses Video ans Ende von meinem Best-of. Das ist mein bestes Video, das ich in meinem ganzen Leben machen werde. Es wird kein besseres Video in Zukunft geben. Es wird gute Videos geben weiterhin. Da mache ich mir absolut keine Sorgen. Aber von der persönlichen Bedeutung ist dieses Video das wichtigste Video in meinem Leben. Und warum, das kann ich euch genau sagen. Ich habe die letzten 3 Jahre nur Scheiße gefressen. Mit Ex-Freundin und Co. Natürlich bin ich auch selber schuld an der ganzen Sache. Aber wie ihr es vielleicht schon jetzt mitbekommen habt, ich bin ein sehr gutmütiger Mensch. Diese Gutmütigkeit wurde oft ausgenutzt. Ich habe mein Herz viel zu schnell rausgegeben an alle, dass ich jetzt ein eingemauertes Herz habe. Ich habe mein Herz viel zu oft, viel zu schnell geöffnet für Leute, bin viel zu oft auf die Schnauze geflogen und habe meinen persönlichen Tiefpunkt im Jahr 2020 gehabt. Ja, diese Rakete, die musste einfach sein. Die war symbolisch dafür, dass diese 2020 endlich ein Ende findet. Dass ich jetzt mit neuer Freundin und neuem Mindset durchstarten kann. Ja, und jetzt habe ich mir noch was Cooles überlegt für euch. Hier ist mein goldener Play-Button für 1 Million Abonnenten auf YouTube. Das ist, glaube ich, das Ziel von jedem YouTuber, diese Auszeichnung zu erhalten. Und ich habe das Ganze vor über einem Jahr geschafft, habe ihn bis heute aber noch nicht ausgepackt und aufgehangen, weil ich nicht stolz war, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, weil ich mich gefühlt 2 Jahre erst wieder dahin arbeiten musste, beziehungsweise 3 Jahre, wo ich jetzt wieder bin. Und jetzt bin ich bereit, dieses ganze Ding hier auszupacken, stolz zu sein auf das, was ich gemacht habe nach diesem Video. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich sehe eh nichts. Ja. Hier an dieser Stelle vielen Dank an meine Community. Vielen Dank an meine Zuschauer, Fans, Follower, was auch immer, die an mich glauben, die wissen, dass ich das Ganze nicht mache wegen schlechten Absichten. Das war's dann wieder. Jetzt kommt er wieder 2 Jahre in den Schrank. Nee, Spaß, den hänge ich jetzt daheim auf. Dann geht's weiter. Ja, und jetzt zum Abschluss möchte ich euch einfach mal so ein bisschen, ich habe es ja eben schon gesagt, einfach nochmal darauf eingehen, dass ich jetzt ein bisschen was ändern muss. Und zwar an meiner Fahrweise. Ich habe es jetzt wieder gesehen am Knie. Ein kurzer Moment reicht aus, den man nicht rückgängig machen kann, und dann ist es zu spät. Ich bin glücklich weggekommen mit meinem Knie. Mir ist nur ein Band gerissen. Und ich werde eventuell wieder in 10 Wochen, wird alles wieder so sein wie vorher. Hoffe ich. Aber das Ganze würde schon anders aussehen. Hätte ich einen Kreuzbandriss, dann wäre ich ein ganzes Jahr lang Knockout. Und dann wiederum, denken wir mal weiter, diese Zeit, wo ich hier mal im Rollstuhl ein bisschen verbringen musste, wenn man nicht mehr in der Küche einen Teller aus dem Ding rausholen kann, da wird einem erst klar, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist und wie schnell was passieren kann, das man gar nicht wollte. Und wie schon eben gesagt, es wird sich jetzt nicht 180 Grad meine Fahrweise ändern. Um ehrlich zu sein, schaue ich schon seit 2 Jahren darauf, meine Fahrweise zu ändern. Aber jeder, der Motorrad fährt, weiß, dass manchmal auch diese Vorsätze, die man sich nimmt, dass die relativ schnell weg sein können. Und dann vergisst man das und dann sitzt man auf dem Bike und hat seine Glücksgefühle, ist ja im Prinzip wie eine Droge, Motorradfahren. Ja, eigentlich wollte ich euch damit nur sagen, ich werde in Zukunft viel mehr darauf achten, was ich mache. Ich werde trotzdem noch Wheelies machen, ich werde trotzdem noch mal ein bisschen flotter fahren. Das, was ich bisher gefahren bin, das ist eigentlich nie am Limit. Also das sieht vielleicht für euch krass aus, aber ich kann es euch wirklich sagen, das ist nicht am Limit.
Und ich gehe schon lange kein Risiko mehr ein, aber ich werde jetzt versuchen für mich, das Ganze noch deutlicher zu zeigen, dass ich was ändern will. Ja, was wird sich noch ändern? Wie eben schon gesagt, das Gefühl von den Videos wird sich ändern. So. Das ist das letzte Video jetzt, das mir wirklich groß was bedeutet hat, so, dass ich gefühlt wieder hergestellt bin und jetzt eigentlich mal wieder so in die Zukunft richtig schön blicken kann, dass mir alles davor eigentlich relativ, ja, teilweise manchmal sogar egal war, dass ich bewusst meinem Kanal und alles geschadet habe, weil ich anderweitig Probleme hatte und dafür keinen Kopf hatte. Ja, und das letzte, was ich euch jetzt zu sagen habe, der Grenzgänger-Shop, der hat jetzt dauerhaft offen. Der ist jetzt endlich dauerhaft offen, nicht mehr auf zu. Ja, finde ich einfach geil, dass jetzt dieser Schritt gegangen wurde, dass man so alles jetzt mal ein bisschen auf ein neues Level bringt. Ich bin auf jeden Fall bereit, bald wieder, Leute. Ich bedanke mich, wer jetzt das Ganze ohne Struktur, aber ihr kennt mich, ich bin nie professionell. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Ich bedanke mich, wer bis jetzt dran geblieben ist und sich das Ganze angehört hat. Ja, Leute, das ist mir wirklich wichtig. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. So, und was man abschließend jetzt noch sagen kann, so an die richtig treuen Fans, die richtig den Lifestyle leben und fühlen. Ich kann euch so viel sagen, wenn ihr Gänsehaut bei den Videos hattet, dann habe ich geweint. Das wird mir bei den nächsten Videos nicht mehr passieren. Aber wie ich es euch gesagt habe, das ist mein letztes wichtiges Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist der Grenzgänger-Link und auf eine schöne Zeit. No, everybody's fake, almost no one's real. And I don't even care about a signed record deal. Living life so large, man, it's almost unreal. I tell it like it is, it's just the way I feel. And now young kids give it up, throw their lives away.